Hallo liebe Carrado-Freunde. Heute dreht sich alles um das Thema Wasser im Wohnmobil. Ich zeige euch, wie ihr Frischwasser einfüllt, den Wasserstand überprüft, wie die Wasserpumpen arbeiten und wie ihr das Abwasser entsorgt. Zum Duschen und Kochen benötigen wir natürlich Frischwasser. Der Frischwassertank kann von außen befüllt werden und ist blau gekennzeichnet. Den Einfüllstutzen öffnet ihr mit dem Schlüssel und dann könnt ihr den Tank mit einem Gartenschlauch oder auch mit einer Gießkanne befüllen. Achtet bitte unbedingt darauf, dass ihr den Verschluss im Innenraum des Fahrzeugs geschlossen haltet. Das erkläre ich euch aber gleich, denn sonst fließt das Frischwasser direkt wieder raus. Bei der Erstinbetriebnahme oder einer längeren Standzeit kann es sein, dass sich Luft in den Leitungen befindet. Daher haltet einfach die Wasserhähne offen, bis das Wasser fließt. Manuell könnt ihr den Wasserstand im Frischwassertank durch die Reinigungsöffnung überprüfen. Dies kann hilfreich sein, um den Wasserstand genau im Auge zu behalten. Die Pumpe und die Reinigungsöffnung sind sehr leicht zugänglich. Bitte denkt aber unbedingt auch nach eurem Urlaub daran, die Wasserleitung und den Wassertank zu entleeren, damit ihr Bakterienbildung und Ablagerung in den Leitungen vermeidet. Der Frischwassertank versorgt Dusche, Küche und Toilette. Die Pumpe startet, wenn ihr einen Wasserhahn oder die Duschbrause öffnet. Das gebrauchte Wasser sammelt sich im Abwassertank. Um diesen zu entleeren, fahrt ihr über eine sogenannte Abwasserentsorgungsstation oder benutzt einen Abwasserschlauch. Die Abwasserentsorgungsstationen findet ihr auf Campingplätzen oder auch auf manchen Rastplätzen. Mit einem solchen Vierkantschlüssel öffnet ihr die Entleerungsschraube, lasst das Abwasser rauslaufen und denkt bitte im Anschluss daran, diese wieder zu schließen. Das Wasser für die Spülung in der Toilette kommt ebenfalls aus dem Frischwassertank. Ansonsten ist die Toilette autark. Alles Weitere zum Thema Toilette findet ihr in diesem Video. Habt ihr ansonsten Fragen? Stellt sie uns in den Kommentaren. Bis zur nächsten Reise.